Hallo meine Lieben und willkommen aus dem Wild City Außenstudio. Dieses Mal habe ich mir gedacht, dadurch, dass es frostig wird, setze ich mich doch lieber an einen warmen Platz auf der Terrasse, damit wir dieses wunderbare Set vorstellen können. Und ich muss wirklich sagen, es wartet Großartiges auf euch, aber mehr dazu jetzt gleich. Wir haben hier das neue Frozen Castle. Es hat natürlich schon einige kleinere Versionen gegeben, das habt ihr sicher schon gesehen. Immer mit Friends-Figuren. Es hat auch sogar schon eine Duplo-Version davon gegeben. Und jetzt eben diese riesengroße, dem Disney-Schloss sehr ähnliche Version. Und war klar, oder, dass ich mir die schnappen muss, ist ganz klar. Und dieser prächtige Bau wird bei uns in Wild City natürlich hinkommen, irgendwo zum Winterdorf, in die Nähe des Winterdorfs. Meine Mutter sagte, unmöglich. Ja, genau, kein Platz mehr. Aber ich sag's euch, Leute, ich werde einen Platz finden. Kurze Information, es ist ein 14-Plus-Set. Es ist schwierig zu bauen oder ich war unkonzentriert, ich weiß es nicht, denn ich habe nebenbei immer Kaffee getrunken, den Kleinen bespaßt, der übrigens heute Regisseur spielt. Und er dann sitzt eben hinter der Kamera so auf einem Klappsessel. Ja, genau. Wenn ich was Falsches sage, dann wird er sich melden. Und ja, 14 Plus finde ich gewagt, aber gut. Mit Hilfe wird das auf jeden Fall schon hinhauen. Es sind nämlich viele Technikteile verbaut, zu dem komme ich dann später noch. Die Nummer seht ihr auch hier, die 43197, und es sind 1780 Teile, wenn ich mich nicht irre. Um einiges weniger als das Disney-Schloss, aber ihr seht schon, von der Höhe ist es ziemlich ähnlich. Das Einzige, was ist, es ist um einiges natürlich schmaler und ja, an sich einfach nicht so, ja, riesig groß. Genau. Aber trotzdem muss ich sagen, ich war am Anfang etwas skeptisch. Ich habe mich zuerst voll gefreut drauf. Dann war ich irgendwie skeptisch, weil ich das von der Verpackung gesehen habe und mir gedacht habe, naja, ich weiß jetzt nicht, ob es so cool wird. Und jetzt, nachdem ich es gebaut habe, ist es so cool. Aber gut. Kostet 210 €, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Rita hat gleich am 1. August zugeschlagen Und auch habe das das Segelboot. Ideas-Bötchen dafür dazu bekommen. Ich habe gesagt zu Christoph, ich bestelle was. Und Christoph meint, ja, aber da musst du über 200 € kommen. Und ich so, geht leicht. Also alles kein Problem. Genau. Gut, wir schauen uns noch kurz die Schachtel an, denn da ist auch ein Detail drauf, das ich sehr super finde. Natürlich hier die Hinterseite des Schlosses, aber auch ein Originalbild des Schlosses aus dem Film. Und ich finde, wenn ihr das so vergleicht, das ist schon echt gut nachgebaut mit Lego, muss ich sagen. Ich hatte es nicht mehr ganz so klar im Kopf, klarerweise, weil man ja den Film sich einmal ansieht und dann wieder, ja. Aber es schaut schon echt cool und sehr ähnlich aus. Also echt gut gemacht. Dann kommen wir zum Schloss an sich. Ein cooles Schloss. In drei, quasi, ja, 3, 4 Farben gehalten. Wir haben einerseits sehr viel Weiß. Dann haben wir dieses mintige Blau. Wir haben die normalen Wassersteinfarben, was glaube ich das hellblau Wasserstein ist. Und dann haben wir das gleiche in so ein bisschen milchig Glitzer. Was das für Farben sind, weiß ich jetzt gar nicht, weil das auf seht ihr auch Bricklink hier auf der ist Seite. das Set noch nicht mit dem Inventar gelistet, aber es sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Farben. Ja, ich und kann auch hier mal eine Stiege runtergeben, dann seht ihr das hier. Das ist so milchig glitzermäßig. Ganz lustig, denn es gibt ja auch die Wassersteine mit Glitzerpartikel drinnen, ist aber nicht die gleiche Farbe, ja, sondern eben ein bisschen dieses milchige. Hier 2 Bäumchen in dunkelblau. Genau. Und ja, dann war es das eigentlich mit den Farben. Ich habe jedenfalls keine anderen mehr entdeckt jetzt. Es gibt noch ein paar in so Lavendel, aber recht wenige. Die meisten sind innen verbaut und die sieht man dann außen, nicht nur hier drinnen ein paar
Von den Farben, genau. An sich relativ ähnlich zum Disney-Schloss. Es ist sogar ein Hidden Mickey verbaut, was ich so süß finde. Gleich in der ersten Packung, wenn man die Bodenplatte macht, ist gleich eine Mickey Maus quasi, eine Mickey Maus Form innen verbaut. Und das ist einfach so was typisch Disney-mäßiges und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ihr es vergleicht mit dem Disney-Schloss, da habt ihr auch eine ähnliche Bodenplatte. Und auch diese großen Teile hier, die sind auch im Disney-Schloss genauso verbaut, also doch etwas sehr Ähnliches. Die Teile finde ich extrem cool, da sehe ich schon Leute irgendwelche Weltraumbasen oder so Ice Planet, Raumschiffe damit bauen, also das würde sich ganz gut eignen mit manchen Teilen, denke ich mir. Und es sind Teile dabei, die auch ich noch nie gesehen habe, in dieser Farbe schon gar nicht. Relativ viele große Teile, also 210 € ist schon eine Ansage, aber wenn man bedenkt, wie viele dieser großen Paneele und all möglichen Zeugs auf Technikteilen hier verbaut sind, dann kann man das irgendwie auch ein wenig einordnen. Mhm. Nein, es sind wirklich sehr große, wie du gesagt hast, Paneele verbaut. Alleine, glaube ich, von diesen Teilen hier sind, glaube ich, 27 drinnen in diesem Set. Also das ist schon wirklich cool und das sind ja wirklich diese hohen, keine Ahnung wie viele Dings, die eigentlich hoch sind, 1, 2, 3, 4, ich glaube 5 hoch. Also das ist schon echt cool. Eine Stiege, man kann auch, glaube ich, hineingehen. Ups! Und hier außen seht ihr es natürlich schon, weil Christoph gerade die Tür aufgemacht hat. Es sind natürlich einige Sticker dabei. Das hat aber dieses Mal sogar, finde ich, einen begründeten Grund, macht das Sinn, warum es Sticker sein müssen, wieso man das nicht drucken hätte können. Wenn ich das mal hier umdrehe, jetzt wird es interessant, meine Freunde. Schaut euch mal hier diesen Boden an von diesem Brunnen. Der ist wie so ein schillernder Sticker, den man, glaube ich, so, wenn man den jetzt gedruckt hätte, nicht so machen hätte können. Ja, ich habe zu Rita schon gesagt, wir hatten in einem Konvolut mal irgendwo so eine Drehscheibe, so eine Art Würfel, die, glaube ich, keine Ahnung, einfach bei diesem Brettspiel dabei war. Der war bedruckt, also das war dasselbe Teil, aber in bedruckter Form. Hier ist ein Aufkleber dabei, aber wie Rita richtig gesagt hat, es sind viele auch bei diesen Paneelen, auch hier vorne diese Sticker, die schillern alle so leicht und das hätte man beim Druck wahrscheinlich wieder nicht hinbekommen, so wie wir das jetzt einordnen können. Gib uns doch mal eine kleine Tour durch das Schloss. Ich habe Frozen, ich glaube, einmal gesehen, den ersten Teil einmal, den zweiten. Wir sind jetzt da vielleicht nicht alle ganz so versiert. Verstehe ich nicht. Also man geht in das Schloss hinein und findet sich am großen Pianoflügel wieder. Lustigerweise, ja, ein Piano. Hier sind ein paar Sachen, muss man schon dazu sagen, vermischt. Vom richtigen Wohnhaus, wo die zwei aufgewachsen sind, und von diesem Eisschloss, das sie sich dann quasi selbst baut als Zufluchtsort. Und ich würde sagen, dieses Piano gehört eben auch dazu, eigentlich zum Wohnhaus von ihnen, denn es wird ja auch viel gesungen bei ihnen. Ihre Mutter ist auch sehr musikalisch, spielt ihnen immer oder singt ihnen immer was vor. Ich glaube, das hat mit dem zu tun. Und ja, dann haben wir hier quasi so einen kleinen gefrorenen Brunnen. Dieses Muster hier, das hier am Boden ist, das kommt auch im Film vor. Sie macht da quasi so einen super schönen Eisboden mit so einem Schneeflockenmuster. Ich glaube, das ist quasi das, sollte das zeigen. Dann haben wir hier diese wunderschöne Treppe, denn wir haben ja ein recht hohes Schloss. Diese Treppe ist auch echt cool, wie ihr seht. Das sind alles Technikteile und eben Technikteile in so einem mintigen Grün. Habe ich noch nie gesehen. Wir sind natürlich nicht so die Technik-Fanatiker, kennen uns da jetzt nicht so wahnsinnig gut aus, aber das wäre mir noch nie aufgefallen. Das sind diese Teile, die so aussehen wie ein kleines L, oder? Genau. 4 breit und dann hier geht so zwei. Um die Kurve 2 rüber und die sind so ineinander gehakt und dann mit einmal 4 Fliesen bedeckt. Das sieht eigentlich total cool aus. Und das Coole nämlich ist, es gibt ja manche Cityhäuser auch mit diesen, nicht diesen fertigen Stiegen, sondern gebaute Stiegen und das sind immer welche, die dann komplett
schnell einkrachen. Sobald man irgendwie blöd ankommt, krachen die ein. Und schaut euch das an, dadurch, dass das mit Technik gebaut ist, könnte man das eigentlich sogar gut bespielen und es wäre alles kein Problem. Die hält extrem viel aus. Übrigens auch das gesamte Schloss. Wenn ihr da mal reinschaut, hier auf der Seite, es sind überall solche Technikteile verbaut, die das ganze Gesamt extrem stabil machen. Ja. Und das ist schon echt cool. Also ich habe das jetzt schon, die Stiegen hinuntergetragen, eben bis zum Balkon, weil ich zuerst den Balkon gebaut habe. Dann habe ich mir gedacht, ach, ich baue doch drinnen, dann baue ich wieder draußen. Ja, es war doch so. Genau. Und ich habe das schon hin und her getragen und es war alles kein Problem. Ja, also das Schloss als Ganzes ist nicht ganz so massiv wie das Disney Castle, was natürlich daran liegt, dass das Disney Castle fast doppelt so viele Teile hat. Aber durch diese Technikverstrebungen und den ganzen Pins, die hier gesetzt wurden, muss ich schon sagen, dass es relativ stabil ist. Dann gehen wir nach oben in den ersten Stock, wo diese Veranda nach draußen geht. Genau. Das ist auch eben Teil von dem Film, haben wir zuerst gerade gesehen. Da steht sie dann mal draußen und singt da, trällert da ihr Liedchen. Darf natürlich auch nicht fehlen, wenn man das bespielen möchte. Rita hat die ganze Zeit Let It Go während dem Bauen. Ich war schon ganz wahnsinnig. Nicht immer so, do you want to build a frozen castle? Und er war nicht so begeistert. Gut, dann haben wir eben noch diesen Kronleuchter hier, der finde ich auch recht cool aussieht. Und dann kommen wir hier rauf. Wir haben hier ein Schiff in der Flasche, eine Karte und eine Sanduhr. Und das ist wohl ein Hinweis darauf, dass ihre Eltern sich ja mit dem Schiff aufgemacht haben, um mehr über ihre Besonderheit herauszufinden, weil sie ja eben das mit dem Eis herbeizaubern kann. Und die sind ja dann leider gestorben auf dem Schiff, auf dem Weg eben zu den südlichen Inseln, soweit ich mich erinnere. Wird dann erst im zweiten Teil besprochen. Und die sind da eben leider untergegangen im Meer und deswegen ist das wohl hier aufgebaut. Das, glaube ich, soll auch eine Referenz sein an ihre Mutter. Wie ihr hier seht, diese Büste ist recht schön gemacht mit dieser Eiskrone. Das schaut schon echt cool aus. Schöner Thron. Auch hier übrigens diese ganzen, ich nenne sie immer Nexonites-Schilder, weil die wurden Nexonites eingeführt. Die eignen sich auch hier sehr gut, sowohl als Lehne, als auch hier bei der Brüstung hier. Sind auch sehr viele verbaut übrigens. Wirklich toll. Hier auch wieder, was ist das für ein Häuschen? Ich glaube, dass das quasi Arendelle, das Schloss in Arendelle nachstellen soll. Dann haben wir den Thron hier eben von ihr natürlich, wo sie sich gut hinsetzen kann. Dann haben wir hier auch nochmal Arendelle und die Eislaufschuhe, weil sie natürlich mit Eis recht verbunden sind. Genau. Und dann kommen wir noch weiter hinauf. Da oben ist ein gemütliches Bettchen. Auch das kommt im Film vor, kommt aber auch im Elternhaus vor, wo sie mit ihrer Mutter, als sie noch klein sind, im Bett liegen und ihre Mutter singt ihnen was vor. Und ich glaube, das ist die Referenz zu diesem großen Bettchen. Und hier oben, deswegen habe ich dann auch immer so viel gesungen. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Das sind auch mega coole Teile. Die habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, ob die neu sind, aber die sind der absolute Hammer. Vor allem in dieser Farbe könnte ich mir gut vorstellen, dass die einige von euch brauchen könnten für irgendwelche Mocks. Genau. Ja. Und dann kommen wir zu dieser Tür und das war der Grund, wieso ich dann auch so viel zum Singen begonnen habe mit dem, möchtest du einen Schneemann bauen? Denn das ist die Tür im Wohnhaus, wo eben die Anna immer anklopft und die Elsa ist drinnen und sie klopft immer und fragt immer, ob sie nicht einen Schneemann bauen möchte. Sieht wirklich 1:1 so aus. Und die kann man dann natürlich auch aufmachen und innen drinnen ist dann quasi das Zimmer von Elsa in Miniatur und da hängt ein Bild von den beiden, als sie noch jung waren und die Schwestern. Finde ich sehr süß, das Detail. Genau. Und was ist das ganz oben hier? Das habe ich mich auch gefragt und ich habe es bis jetzt nicht herausgefunden. Falls ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mir die Filme nochmal ansehen.
Eine Qual. Aber das wird wahrscheinlich irgendein Spielzeug von den beiden sein, aber fragt mich, wer das ist. Ich weiß es leider nicht. Ich weiß es leider auch nicht. Auf jeden Fall sehr süß, ein Pinguin, der ein Knopfauge hat und ein normales Auge. Ich habe da hier auch das Ersatzteil nochmal. Also von dem haben wir auch noch einen zweiten Kopf. Genauso auch, genau so gebaut sind übrigens auch diese Snowies. Da haben wir auch so einen Ersatzkopf und ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht diese Teile nachbaue. Ich finde, die sehen aus wie die, oder nachkaufe, die sehen aus wie die Blumentöpfe, die Christoph mal gekauft hat. Ja. Bloß in sehr klein. Sind noch ein bisschen kleiner, aber sonst sind es die. Genau. Werden auch zum Teil, glaube ich, als Suppenschüsseln verwendet bei den Asia-Sets, wenn ich mich nicht täusche. Das kann sein. Von denen sind übrigens 4 im Set enthalten. Oder nein, das ist wieder was anderes, aber sehr ähnlich. Plus ein extra Kopf, was ich sehr, sehr super finde. Genau. Und dann kommen wir auch, würde ich sagen, zu den Figuren. Das ist natürlich, ja, vielleicht ein Problem, aber ich habe es schon gelöst. Aber ich stelle euch... Da gibt es keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Es gibt nur Lösungen. Es sind natürlich Friends-Figuren, wie ihr schon gesehen habt. Lustigerweise sind hier 2 verschiedene Elsa drinnen, die mit extrem coolen Umhängen hier ausgestattet sind. Ihr werdet euch fragen, warum 2 Elsas? Kurze Erklärung, am Anfang des Films wird sie gekrönt und da ist sie noch nicht wirklich glücklich, weil sie sich quasi verstecken muss. Sie darf nicht zeigen, dass sie eben diese Eissache da machen kann, dieses Eis kreieren, und deswegen hat sie auch Handschuhe an. Die sehen wir hier, lustigerweise hier da komplett eingefärbt, die Friends-Figur vorne bei den Armen. Und ihr seht sie hier eben in diesem Outfit von der Krönung. Danach ist sie eben, wie es entdeckt wird, dass sie da Eis zaubern kann. Das wird hier auch mit diesen Teilen hier nachgestellt. Genau. Wird hier nachgestellt mit diesen Teilen. Und da ist sie dann quasi freier und möchte sich hier in diesem Eisschloss entfalten und hat dann ein anderes Outfit plötzlich an, das sie sich, glaube ich, auch selber zaubert, und hat dann auch einen anderen Umhang und so weiter und so fort. Die Haare offener und genau, ist dann quasi doch glücklicher in ihrem Eisschloss, weil sie einfach so sein kann, wie sie möchte. Deswegen haben wir hier 2 verschiedene Figuren, um diese 2 Szenen nachzuspielen. Finde ich eine tolle Sache, speziell wenn man das eben nachspielen möchte. Übrigens auch die Frisur ist eine sehr cooles. Ja, und sehr bei Disney-Sets oder Frozen-Sets waren ja immer schon Friends-Figuren dabei. Genau. Deswegen habe ich mich eigentlich gar nicht gewundert, dass hier auch in diesem Set wieder Friends-Figuren drinnen sind. Dann haben wir noch 3 andere. Wir haben natürlich noch Anna dabei, die auch einen Umhang hat, einen sehr dezenten Umhang, einen kurzen, ja, magentafarbenen, glaube ich, ist das. Sie hat einen Schneeball in der Hand, ihre 2 Zöpfe. Ich finde ja auch diese Frisuren immer sehr, sehr cool, die ja zum Glück auf die normalen Minifiguren auch drauf passen. Also die werden wir auf jeden Fall noch verwenden. Auch den Umhang werden wir sicher noch verwenden. Und wir haben natürlich den Olaf dabei, der dieses Mal hier oben auch einen Ast herausstehen hat. Ich habe einen anderen Olaf, wo der nicht drinnen steckt. Und wir haben hier Christoph. Ja. Genau, mit einer Laterne. Auch mal eine andere Laterne. Genau, finde ich auch eine sehr, sehr coole Sache. Genau, das Problem mit den Minifiguren: ich habe gegrübelt und bin dann draufgekommen, wir haben ja eine Elsa in Minifigurenformat. Ich dachte zuerst schon, ich muss die jetzt irgendwie nachbauen, aber nein, es hat sie ja in der Disney Minifiguren-Serie gegeben und die werden wir verwenden. Und die kommen dann einfach in unser Schloss. Ich glaube, ich werde noch den Umhang vielleicht austauschen. Ja, das sehen wir dann noch. Christoph wird nachgebaut. Und Olaf bleibt natürlich so, wie er ist, und die Kleinen sowieso. Auch so bleiben, ja, das ist kein Problem. Genau. Also, ja, ich bin sprachlos. Vielen Dank für dieses schöne Vorstellungsvideo. Was sagst du jetzt? Ja, als abschließende Worte. Ist es eine Empfehlung, eine Kaufempfehlung?
Ich muss sagen, ich glaube, dass dieses Set extrem unterschätzt wird. Ich glaube, dass sich viele, genauso wie ich, vielleicht denken, ich weiß nicht, vielleicht ist es doch nicht ganz so cool. Ich finde auch nämlich, von der Box kommt das nicht ganz so raus, wie super das eigentlich ist. Und ich muss sagen, eine definitive Kaufempfehlung noch dazu, wenn man das mal rebricken will. Viel Spaß damit. Das wird eher schwierig werden. Ja, Frozen ist ja auch zum Beispiel in Asien und in Amerika riesengroß. Ich glaube, das Disneyland Shanghai, das müssen wir dann mit dem Video enden, hat ja jetzt auch sogar einen Arendelle-Bereich und da werden sicher viele Leute in den nächsten Jahren draufkommen, dass es da ja mal ein Frozen Castle von Disney gegeben hat. Wie Rita schon gesagt hat, viele exklusive Teile, schwer zu rebricken. 210 € sind eine Ansage, aber ja, sie wollte es sowieso. Ihr seht, die Frau ist glücklich und wo es hinkommt, werdet ihr sehen. Wir werden einen Platz finden. Ich bin auch nicht ganz sicher, aber ich finde das Set, mich hat es am Anfang nicht so interessiert, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber jetzt, wo es aufgebaut ist, natürlich, wo ich Rita sehe, wie glücklich sie ist, aber auch das Set als solches gefällt mir eigentlich ganz gut und ich muss sagen, Schlösser und Burgen, das braucht man sowieso in einer Lego-Stadt. Und wir werden da sicher einen netten Platz dafür finden und dann ist Rita noch glücklicher, als sie es ohnehin schon ist. Es ist ein Traum, ich sag's euch. Also, wenn ihr auch nur... Jetzt ist da auch so ein kleines Viech halt auf ihr. Wenn ihr ein bisschen an Frozen interessiert seid, dann viel Spaß damit. Und wenn ihr auch nur eine Eiswelt nachbauen möchtet mit diesen Superteilen, dann auch eine gute Empfehlung, muss ich sagen. In dem Sinne, baut auch ihr ein Frozen Castle. Habt Spaß dabei. Vielleicht kommt auch noch mal ein Frozen Zug raus, das würde ich cool finden. So, jetzt ist es vorbei. Was zu essen, glaube ich. Bis demnächst. Tschüssi.